In den vergangenen beiden Videos haben wir uns mit asynchroner Kommunikation zwischen Microservices beschäftigt und mit den Eigenschaften von Apache Kafka als präferierte Streaming-Plattform, Event-Plattform, die in solchen Microservice-Architekturen häufig eingesetzt wird. In diesem Video soll es jetzt um die konkrete Umsetzung im Code gehen, und zwar anhand eines Beispiels, das in Kotlin geschrieben ist. Und das kommt jetzt. Zu diesem Video muss gesagt werden, dass das ein bisschen improvisiert ist. Das Video wurde von Philipp vorbereitet, dann ist Philipp leider überraschend krank geworden und wir wollten trotzdem das Video schnell an den Start bringen. Deswegen habe ich mit ihm abgesprochen, dass wir das jetzt in einer etwas hemdsärmeligen Weise zu Ende bringen. Es gibt eine Rohaufnahme, wo Philipp durch den Code leitet und den erklärt. Das sollte eigentlich nur mal eine Generalprobe sein, aber mehr haben wir jetzt nicht. Ich kann mich so schnell nicht so tief einarbeiten, dass ich das in schneller Zeit liefern könnte. Also werden wir das jetzt so machen, dass ich Philipps Rohaufnahme nehme, ein bisschen schneide, sodass die Pausen wegfallen und dann immer einblende, welchen Teil des Codes er gerade vorstellt. Es ist wahrscheinlich sinnvoll, dass Sie sich das Demo-Repo, was dem zugrunde liegt, vorher klonen, das aufmachen und sozusagen daneben legen, wenn Sie das Video anschauen. Ich werde immer einblenden, welches File Philipp gerade vorstellt, sodass Sie dann das Video kurz pausieren können, das File aufmachen und dann können Sie das direkt im Code vergleichen. Das ist wahrscheinlich leichter nachzuvollziehen, als wenn Sie nur auf den Videoschirm gucken. Das Beispiel, das Philipp vorbereitet hat, ist in Kotlin geschrieben. Kotlin ist ja eine Sprache, die die meisten, die dieses Video schauen werden, verstehen und beherrschen. Wer trotzdem nicht Kotlin verwenden will, sondern Java, der kann sich dennoch an dem Beispiel orientieren, weil das eine Implementierung ist, die auf Kotlin plus Spring basiert. Das heißt, die Java plus Spring Variante funktioniert ganz ähnlich. Vielleicht wird es nochmal ein zusätzliches Video geben, wo wir dann auch eine Java plus Spring Variante vorstellen, die Eventing umsetzt. Das möchte ich aber hier an der Stelle noch nicht sicher versprechen. Dann muss man noch dazu sagen, der ganze Teil, der mit dem Unit-Test zu tun hat, der ist einfach noch nicht fertig geworden. Es gibt zwar 3 Unit-Tests, die auch durchlaufen, die setzen aber einen laufenden Kafka voraus, was ja eigentlich nicht so richtig Sinn und Zweck eines Unit-Tests ist. Trotzdem kann man an diesen Tests schon was sehen, deswegen haben wir uns entschieden, sie drin zu lassen. Sie müssten aber, wenn Sie die Tests laufen lassen wollen, sich auch einen Kafka installieren. Für die Installation von Apache Kafka gibt es diverse Anleitungen im Netz, die auch alle gut sind. Ich habe jetzt mal selber diese hier verwendet. Den Link brauchen Sie natürlich nicht aus dem Video zu kopieren, der steht auch in den Notes vom Video. Und da ist die Weise beschrieben, wie man den Kafka über Docker-Container ans Laufen bringt. Also es gibt grundsätzlich 2 Optionen. Die manuelle Installation, die ist aber ziemlich händisch und mit vielen Zwischenschritten. Das andere ist die Installation über 2 Docker-Container. Das eine ist der Zookeeper und das andere ist der Kafka selber in der Wurstmeister-Distribution. Ja, die heißt wirklich so. Und falls Sie Docker noch nicht installiert haben, auch dazu gibt es jetzt eine Menge Anleitungen im Netz. Die habe ich jetzt hier nicht reingebaut. Wenn Sie Windows verwenden und die Windows Pro Version haben, dann ist es etwas leichter. Ansonsten müssen Sie sich das Linux-Subsystem explizit installieren. Aber wie gesagt, das ist alles prima dokumentiert und Docker ist sowieso eine feine Sache auf dem Entwicklungsrechner. Also es ist ja einfach ein stinknormales Spring Boot Projekt und zusätzlich soll Kafka gemacht werden mit ein paar Tests dazu. Ich gehe einfach mal hier in die Gradle rein. Ich habe eine eigene Annotation mir noch gebaut, wo ein NoArgs-Konstruktor automatisch erstellt wird. Das macht es später ein bisschen leichter an einer Stelle. Und dann habe ich halt die ganz viele Dependencies, logisch, die Standard Spring Boot Sachen und dazu kommt dann halt noch der Kafka, der Spring Kafka, der kommt dazu und auch bei der Testimplementierung haben wir auch einen Kafka-Test, der ein paar Test-Tools dann mit bereitstellt. Was ihr vielleicht sonst noch sehen werdet, ist hier Kotlin Logging, das ist halt ein Tool, mit dem man das Logging schön im Kotlin-Style machen kann. Ja, und hier unten gibt es, glaube ich, sonst nichts Besonderes.
Ach so, das ist einfach ein Standard. Ich weiß nicht genau, was da dahinter alles steht, aber einfach mehr Angaben. Der Kotlin Compile Task wird halt gesagt, dass er gegen die JVM 11 läuft und noch ein paar Compiler-Arguments mitgeliefert. Auswendig, was das Compiler-Argument jetzt hier ist, weiß ich nicht mehr. Aber kann man mal nachlesen, wer interessiert. Wird einfach mitgeneriert. Dann würde ich weitergehen und würde sagen, ich gehe in die Config-Klassen. Also ich habe das hier so aufgebaut, dass ich einmal ein Core-Paket habe für so ein paar Standardsachen und dann habe ich nach Model aufgebaut, weil ich einfach nur 2 Entitäten habe und dass es hier ein bisschen übersichtlicher bleibt, weil das eine auch das Producer-Beispiel ist und das andere das Consumer-Beispiel. Deswegen ist der Customer der Consumer und Delivery ist der Producer. Und dann habe ich noch die Kafka-Einstellungen. Wir machen ja Events und für die Events haben wir habe ich ein, zwei Sachen geschrieben, die das so ein bisschen einfacher machen sollen. Einmal ein Domain-Event, was einfach ein Standard-Event abbildet. Also erstmal mit den ganzen Datentypen, die ganzen Eigenschaften, die auch laut der Decision mit in einem Event drin sein sollen. Also Typ, Key, Version, Timestamp und ID. Und dann halt noch ein Payload von einem generischen Datentypen. Das kann ja alles sein an der Stelle. Und ich habe noch für den Rückweg, das heißt, wenn wir ein Event konsumieren, können wir uns das zusammenbauen lassen, nämlich aus einem Payload und den Headers. Der Methode geben wir einfach nur die Headers durch, ziehen uns die ganzen Informationen raus und bauen uns daraus halt mit dem Payload und den neuen gewonnenen Informationen das Domain-Event und geben das zurück. Companion-Objekt, für die es nicht kennen, stellt euch vor wie eine Java-Static-Methode. Wäre als nächstes der Consumer, der bei mir im Customer abgebildet ist. Also der Customer stellt quasi eine Entität dar, die nicht mir gehört, sondern wem anders und bei dem ich konsumiere. Das heißt, ich habe zwar hier auch noch einen Controller mit dran gebaut, wo ich auch einen Post machen kann, aber im Service ist quasi sichergestellt, dass man nur Sachen hier bekommt, die auch schon eine ID haben, etc. Nicht, dass man da sich neue Dinge generiert. Wichtig bei uns ist, wir haben eine normale Struktur mit der Entität, die hat 4 Eigenschaften, die auch von außen kommen und 2 Eigenschaften, die jetzt nur bei uns liegen. Die habe ich einfach an random zugewiesen, was erstmal der Inhalt ist erstmal nicht wichtig. Dann habe ich auch ein DTO-Backup drin, was halt die Außendarstellung darstellt und auch die Umwandlung in die Entity und andersrum ist in den jeweiligen Klassen über Methoden gelöst. Repository und Service sind ja weniger interessant. Die machen halt nur das, was sie machen müssen. Also beim Service wäre das einfach nur ein Find All und Save, damit man so ein paar Dummy-Ausgaben hat. Und im Consumer Service kommt das Interessante. Jetzt kommen wir richtig erst zur Kafka-Teil. Gucken wir uns einfach mal kurz an, was wir alles drin haben. Wir benutzen das Domain-Event, dann das Error-Repo, was vielleicht rausfliegt. Genau wie der Kafka-Error, die gehören da zusammen. Und sonst benutzen wir Consumer Record, da habe ich im letzten Video schon mal kurz auf den Producer Record eingegangen und jetzt haben wir das Gegenstück, gibt es natürlich auch für den Consumer Record, ist quasi ein Event, aber mit allen Informationen um das Event drumherum, was Kafka einem bietet. Dann haben wir noch einen Kafka Listener, ich weiß gar nicht, warum der jetzt gerade, da unten, der ist ja, der stellt quasi, ermöglicht uns dann zu einer Topic zuzuhören und zu horchen und ja, Komponente von Spring, klar. Dadurch, dass wir eine Spring-Komponente sind, können wir uns auch wieder Sachen injecten lassen. Also wir wollen den Customer Service haben, damit wir neue Daten halt auch speichern können und gegebenenfalls auch das Event-Repo, das Event-Error-Repo, wenn irgendwas da nicht funktioniert, dass wir das dann entsprechend darstellen können. Wir haben noch 2 Eigenschaften, aber eher irrelevant. Das ist, oder nicht irrelevant, aber nur nebensächlich einmal Logging und einmal den Object Mapper, den wir nutzen, damit wir den Payload auch parsen können. Machen wir nochmal private, weil warum nicht? Ja, wir haben aktuell nur eine Methode, weil wir horchen ja nur auf ein Topic. Das Topic holen wir uns dabei aus den
Application Resources. Gucken wir nebenbei mal schnell rein, was da alles drin liegt. Genau, und da haben wir eigentlich nur für Kafka eingestellt, einfach die Group-ID. Fürs ganz wichtig für den Consumer, für die Consumer Group. Da benutzen wir die für, und wir haben halt die Topics beim Consumer, haben wir das Topic Customer und beim Producer das Topic Delivery. Das kann man auch alles direkt in den Code schreiben, aber hier einheitlich die ganze gesamte Einstellung zu Kafka an der Stelle. Die Serveradresse ist praktisch, wenn man es hier legt, dann kann man es auch von außen, wenn zum Beispiel in der Build-Pipeline irgendwas angepasst werden muss, können die das leicht ändern und euch das reinwerfen. Ihr müsst bei euch nichts anpassen. Genau. Und was jetzt eigentlich im Listen wirklich passiert ist, wir haben halt den Record, den wir bekommen, vom Typ String auf String. Das heißt, Kafka ist ja Key-Value basiert. Unser Key ist ein String. Bei uns jetzt nach der Konvention eine UID. Und unser Value, also der Payload, ist auch ein String, also ein serialisiertes Objekt. Und was machen wir? Aktuell ist ein Try-Catch drum, damit wir alle Fehler, die wir beim Serialisieren bekommen, uns holen können und die erstmal auch ausgeben, aber auch im Error positiv speichern, damit man später auf die alle drauf zugreifen kann. Oder vielleicht auch während der Laufzeit, ohne jetzt immer in den Log vom Server gucken zu müssen, sondern liegen dann auch im Repo und können vielleicht auch über eine REST-API abgefragt werden. Wäre jetzt bei mir aktuell der Fall so, dass das geht. Das ist jetzt nicht die Variante, wie sie die perfekte Best Practice wäre. Es liegt einfach daran, dass es, wenn man das komplett einbauen will, das ein bisschen aus dem Scope des Projekts läuft. Dazu gibt es am Ende nochmal einen kleinen Hinweis auf ein Repo von Rewe Digital. Da haben die ein paar Beispiele drin. Dann sieht man aber mal, wenn man es komplett sicher bauen will, wie viel Arbeit das ist, nur für eine kleine Entity. Und so viel Zeit haben wir in dem Projekt nicht. Und das ist eigentlich schon der ganze Spaß, an was die Fehlerbehandlung angeht. Wenn es funktioniert, holen wir uns erstmal den Payload raus. Der Payload ist nach Definition wirklich einfach nur das Objekt, was wir übersetzen wollen. Bei mir wäre es jetzt das Customer DTO. Es kann natürlich sein, dass ihr dann für verschiedene Formen verschiedene DTOs schreiben müsst, die ihr da annehmt, weil Transaktions-ID oder ähnliche Dinge vielleicht auch mal mit drin stehen. Da müssen wir halt dann in die Async API-Spezifikation gucken. Genau, dann holen wir uns das Domain-Event als solches, beziehungsweise lassen uns das bauen, weil haben wir eben gesehen, wir haben die Build-Methode im Domain-Event, wo wir den Payload reingeben, der jetzt serialisiert ist und wo wir uns die Headers mit übergeben, die im Record sind. Aber den Payload speichern wir erstmal im Customer Service, weil das sind ja die Daten, die wir jetzt neu bekommen haben. Die wollen wir aktualisieren bei uns in der Datenbank und geben raus, dass das funktioniert hat. Mit den Event-Daten könnte man jetzt noch irgendwas machen. Ich mache aktuell nichts, weil ich ja keine Business-Logik habe, damit was zu tun. Aber natürlich liegen da Sachen wie Transaktions-ID und sowas drin. Die sollten natürlich verarbeitet werden. Dann gehen wir mal in die Configuration. Da wollte ich eigentlich vorher reingegangen sein. Was sieht man hier? Ist einfach nur auch wieder Configuration annotiert. Das heißt, Kafka weiß, dass es am Anfang lädt. Und da geben wir einfach rein, was wir alles für unseren Consumer wissen wollen. Also wir geben hier beispielsweise den Server an. Welcher Server wird hier gehorcht? Können wir auch mehrere haben. Geben unsere Gruppen-ID an, damit wir in einer Consumer Group landen. Wir bauen uns eine Consumer Factory, die später genutzt wird. Also hier die erste Methode ist einfach nur eine Default Consumer Factory, die mit Konfiguration für uns geladen werden. Hier muss man eigentlich nicht viel von sich genau angucken. Interessant ist für uns nur diese 4 Zeilen, wo wir die Konfiguration setzen. Das heißt einmal, wir geben den Server an, den wir eben in der Application YAML gesetzt haben. Wir geben unsere Group-ID an und wir geben noch an, wie unser Key und unser Value deserialisiert wird von Kafka. Das heißt, theoretisch gesehen könnte man, wenn man jetzt nur einen einzelnen eine Entity hätte, könnte man hier auch einen korrekten Deserialisierer für diese Entity angeben. Da
Damit man da aber selber die Hand drüber behält, machen wir jetzt erstmal nur eine String-Deserialisierung und dann kann man später aus dem String wieder alles rausholen, was man braucht. Unten wird einfach nur die Factory gesetzt in eine Concurrent Kafka Listener Container Factory. Können wir hier bleiben, weil dann haben wir einmal die Producer Config, das ist dasselbe Spiel wieder. Auch wieder nur wichtig, die Hash-Map, welche unsere Einstellungen darstellt. Da sieht man jetzt mal ein bisschen mehr Einstellungen als Beispiel, dass man sagen kann, ja, was ist denn eigentlich unsere Timeout-Zeit in Millisekunden? Also jetzt in unserem Fall mal eingestellt 500 Millisekunden oder wie oft wollen wir versuchen, das neu zu senden? In dem Fall erstmal zweimal. Das heißt, wenn ich jetzt in Kafka abschließen würde und versuche, ein Event zu senden, würde aktuell zweimal versuchen, das nochmal neu also insgesamt zweimal versuchen, das rauszusenden, bevor er sagt, nee, hat nicht funktioniert. Genau. Und dann haben wir auch noch einen kleinen Producer geschrieben, der das Ganze so ein bisschen abstrahiert, vereinfacht. Der geht wieder dahin, der nutzt das Standard Kafka Template, was sonst zum direkten Senden benutzt werden kann. Also wenn ihr mehrere Sachen für sehr unterschiedlich aufgebaute Events hättet, was wir ja nicht haben, weil wir das festgeschrieben haben, wie die ungefähr aussehen sollen, dann könntet ihr euch immer mit dem Kafka Template das an verschiedenen Stellen verschieden bauen. Aber damit wir wieder diese Struktur mit dem Domain-Event haben, was dann automatisch in die Header richtig füllt und den Payload richtig füllt, haben wir das dann hier einmal in Kafka Message Producer geschrieben oder habe ich den geschrieben. Kannst du benutzen. Zu BNutil sage ich gleich noch was, wenn überhaupt. Log Object Mapper sind wie eben auch Errors, sind an der Stelle einfach nur eine Liste von fehlgeschlagenen Domain-Events mit einem Text dazu. Das wäre jetzt eine Low-Key-Lösung, wie man Events neu rausschmeißt, wenn die nicht rausgeschmissen worden sind, ohne extra Repo. Wie das ja von Repo Digital als Best Practices gesetzt wurde, im letzten Video auch erklärt. Aber an der Stelle gehen wir ein bisschen davon weg, weil es einfach too much ist für unser Projekt. Wir kriegen rein einen Topic, auf die wir senden möchten, das Event selber. Was das Sternchen hier, das ist die Star Annotation an der Stelle ist. Das heißt, wir kriegen ein Domain-Event von einem bestimmten Typ. Das ist nicht kein generischer Typ, sondern der ist quasi festgelegt, aber wir kennen ihn hier einfach nicht. Wir erzeugen uns dann erstmal selber einen Producer-Record mit der Topic, mit der Event-ID als Schlüssel und mit unserem Payload als Nachricht, als Value. Genau, am besten mache ich hier auch noch das Ding auf, dann sieht man das hier mit Topic, Key und Value. Und dann haben wir noch die Headers, die wir hinzufügen wollen. Wir haben eben beim Consumer gelesen, wo wir sie ausgelesen haben. Jetzt fügen wir sie hinzu. Alle halt aus dem Domain-Event. Und senden das mittels des Kafka-Templates raus. Also das ist der Schritt, in dem wirklich das Domain-Event rausgeschickt wird. Dann kriegen wir ein Future zurück, auf das wir horchen können. Das ist ein Listener Future. Das machen wir auch entsprechend und machen einen Callback hinzu, damit können wir erstmal loggen, wenn es funktioniert hat, dass die Nachricht erfolgreich rausgegangen ist, und wenn es nicht erfolgreich passiert ist, können wir das auch entsprechend die Fehlermeldung abfangen und uns den Error speichern. In dem Fall habe ich jetzt einfach ein Pair draus gemacht vom Topic und Event. Und aus Topic und Event kann man ja genau wieder die Send-Methode aufrufen und könnte also das neu anstoßen. Dann holen wir uns über die Utility das Error-Event-Repository und speichern unsere Nachricht da rein. Das geht deswegen hier über die Bean-Utility und nicht einfach über eine Injection, weil wir sonst eine zirkuläre Abhängigkeit haben könnten. Es liegt daran, dass ich hier das Event, wie ihr später seht, an einem Entity-Listener koppel. Das heißt, immer wenn auf die Datenbank geschrieben wird, werden die Events ausgelöst, was halt sehr praktisch ist, weil man muss die Geschäftslogik nicht entsprechend anpassen. Man guckt einfach, ja, wenn sich die Daten in der Datenbank aktualisieren, hey, dann schmeißt die Events entsprechend. Da gibt es aber noch das Problem, dass dann eine zirkuläre Abhängigkeit mit dem
Entity Manager geschieht, weil der zum einen mal das Repo von der Entity selbst hat und dann noch das Error-Repo hat und damit kommt er nicht klar. Deswegen können wir es hier nicht injecten, sondern deswegen ziehen wir es uns hier einzeln über eine Utility-Klasse. Die liegt auch im Core unter Util. Das jetzt kann man sich angucken, wenn man möchte, aber auch nicht weiter dramatisch. Und was ich sonst noch gebaut habe, ist, dass man hier die Errors, die hier hinzugefügt wird, habe ich noch eine Methode geschrieben, die quasi versucht neu auszuführen. Und zwar über einen Scheduled Event. Das heißt, er versucht alle paar Sekunden, ich weiß nicht auswendig, was die 15.000, ich glaube Millisekunden müssten es sein, das müssten ja 15 Sekunden sein, also alle 15 Sekunden versucht er das Event rauszuhauen, entfernt es aus der Liste, loggt es und sendet das Event neu. Wenn es nicht funktioniert, kommt es ja automatisch, dadurch, dass es hier ein Fehlerfall geht, wieder in den Error. Also ist auch keine schöne Lösung, deswegen überlege ich, ob ich einfach rausschmeiße und einfach nur die Error logge und dann ist gut. Im Delivery-Beispiel, wo findet sich das dann? Wir haben wieder die ganz normale Struktur, wir haben unser Entity mit Controller, DTO, Repo und Service. Aber bei der Entity haben wir die erste Besonderheit, das ist nämlich ein Entity Listener zugebaut, was unser Event Handler ist. Das heißt einfach, der kann Methoden implementieren, die auf die Veränderung der Entity anspringen. Wird klar, wenn wir es gleich sehen. Wir können nämlich zum Beispiel sagen, wenn etwas removed wurde, wenn etwas gepostet wurde, wenn es geupdatet wurde, wenn es persistiert wurde, dann können wir uns dahinter hängen oder auch davor hängen. Hier in dem Fall hängen wir uns dahinter mit dem Post-Persist, gibt aber genauso gut Pre-Persist und können quasi sicherstellen, wenn die Entity wirklich in der Datenbank gespeichert ist, danach wollen wir noch die entsprechende Message produzieren und das den anderen mitteilen. Das ist in allen Fällen hier relativ einfach. Wir rufen uns den Kafka Message Producer auf, den wir eben erstellt haben, senden auf unser Topic, was wir uns reingeben lassen, bauen uns hier das Domain-Event aus dem DTO raus, das gucken wir uns gleich auch an, mit dem Event-Typ, was jeweils zur entsprechenden Datenbankoperation passt, also in dem Fall deleted, updated oder created. Und das Domain-Event wird halt gebaut, er guckt einmal, ob die ID null ist, das sollte sie hier eigentlich niemals sein, aber trotzdem ist sie vom Nullable-Typ, deswegen müssen wir das auch erstmal testen. Und wenn sie, wie erwartend, nicht null ist, dann bauen wir das Domain-Event mit dem DTO und den entsprechenden anderen Daten. An der Stelle sei wollte ich mal sagen, dass das natürlich jetzt eine Möglichkeit ist, wie man die Events rausschickt, die sehr nahe an der Datenbank ist. Wenn das bei dir nicht zur Business-Logik passt, kann man das natürlich dann auch in den entsprechenden Schritten, beispielsweise, je nachdem, wo die Business-Logik bei euch halt liegt, vielleicht im Service, die Events da manuell schickt, dann kann man sich ja auch einfach nur den Kafka-Producer reinladen und entsprechend bauen. Die Informationen braucht man halt nur an der Stelle. Jetzt wäre halt noch die ganze Sache testen. Erstmal wollte ich hier nur sagen, hier kann man auch einen ganz normalen Entity-Test schreiben, auch wenn im Hintergrund da Dinge passieren müssten mit Kafka, schlägt deswegen der Test nicht viel an der Stelle. Er kennt einfach keinen Kafka und deswegen stürzt jetzt nicht der Service ab. Genau. Das war jetzt hier der Create Consumer Return. In dem Event Consumer Test würde ich dann eigentlich dasselbe machen und an die Stelle gehen, dass wir Kafka selber ja nicht testen wollen, also gehen wir einfach einen Schritt vorher rein. Das heißt, beim Event Consumer hieße das sollte einfach gehen, das habe ich halt noch nicht gemacht, aber das wäre jetzt mal ein erster Schritt vielleicht, dass man einfach die Listen-Methode testet und da kannst du ja einen eigenen Consumer-Record erstellen, reingeben und gucken, dass es dann am Ende entweder in der Datenbank auftaucht oder im Error-Repo oder halt auch nicht im Error-Repo, je nachdem, ob es noch drin ist oder nicht. Jetzt kommen wir nämlich zum richtigen Problem.
weil ich noch nicht weiß, wie das geht. Vielleicht funktioniert es auch alles magisch. Genau, also den Delivery-Händler-Test, Event-Händler-Test wäre dann die interessante Sache, wo wir dann den Event-Händler testen, dass der dann am Ende auch wirklich die Sachen vernünftig persistiert und das Event quasi rausschickt. Und hier ist die Stelle, wo es bei mir stockt. Weil ich müsste ja quasi hier in dem Send an der Stelle das abfangen. Ich bin jetzt hier wieder im Kafka Message Producer und den müsste ich jetzt quasi testen. Den müsste ich mocken an der Stelle. Und am besten, erstmal müsste ich den alleine mocken, so als Unit-Test. Und ich würde gerne auch mal hinkriegen, dass ich etwas in die Datenbank von Delivery speichere, einfach ein neues Delivery-Objekt und das dann über den Event-Händler gesendet wird, das Event, dass ich das Event sehe, dass es quasi nicht an Kafka geschickt wird, sondern ich einfach nur das abfangen kann und das sage, es ist da, hat funktioniert. Oder es ist da und liegt in der Datenbank, hey, Party. Damit haben Sie einen vielleicht etwas improvisierten, aber hoffentlich trotzdem hilfreichen Einblick bekommen, wie man Apache Kafka in den eigenen Code einbinden kann, um Events zu produzieren und zu konsumieren. Wenn Sie noch mal ein bisschen genauer reinschauen wollen, dann besuchen Sie das Kafka Demo Repo, was in der Microservice Dungeon Organisation liegt. Das ist public und behalten Sie das im Auge, wir werden das sicherlich noch weiter pflegen.